kleiner Disclaimer, bevor das Video losgeht. Schnappt euch was zu essen, denn heute wird's auf jeden Fall kalorienreich. Es gibt ein Full Day of Eating Thailand Edition, Urlaubs Edition oder wie man 133 Kilo mit halbwegs guter Form erreicht. Und somit wunderschön guten fast morgen. Es ist 12 Uhr. Wir sind nicht so ganz im Zeitplan, aber das ist okay. Für Thailand ist es morgens. Das ist okay. Ja. Ein bisschen später dran als sonst den letzten Monat hier. Aber es hat folgenden Grund. Kai hatte gestern Geburtstag. Somit war die Nacht ein bisschen länger. Na, okay. Wie lang war die Nacht? Bis 4 Uhr, 4:30 Uhr, sowas. Das ist völlig in Ordnung. Denn man wird nur einmal 30, man hat nur einmal solche Events und deswegen zelebriert man zusammen. Aber nach der Arbeit kommt auch wieder nach dem Spaß kommt auch wieder die Arbeit, so ist richtig. Und somit haben wir uns hier im Sunny Samui zum gemeinsamen Frühstück verabredet. Dass der Laden so bombastisch voll ist, haben wir nicht gedacht. Der Russenprozentanteil in dem Laden ist bei 95%. Ich verstehe zwei Sachen nicht. Zum einen mal, wie man Matcha Coconut trinken kann. Ja. Also alles, was auf diesem Tisch steht, bis auf das hier, gehört der Kaliczynski-Familie an. Weil Grün und Matcha ist nicht so ein Freund. Und zweitens verstehe ich nicht, was diese Zauberstäbe hier auf sich haben. Vielleicht Deko. Also man merkt, Hast du das? Salz- und Pfefferstreuer. Alter, wie geil. Okay, spätestens jetzt brauche ich auch so Dinge. Mit so einem Bärenkopf. Das wär's doch mal. Wie ihr seht, wir sind in einem ziemlich woken Café hier am Morgen gelandet. Fast so wie in Berlin hier, wo es Matcha gibt und Sauerteigbrot. Oder besser gesagt Sourdough. Ja. Aber du fühlst dich wohl, gibst du. Ich fühle mich wohl, aber da sind die Preise in Koh Samui hoch. Aber das Essen auf jeden Fall dementsprechend gut. Und so starten wir rein in den Tag. Das ist eigentlich, so Frühstück ist so das einzigste westliche Meal, was wir zu uns nehmen. Sonst versteifen wir uns eigentlich aufs Thai-Food und die Thai-Küche, die wir schätzen und lieben hier und supporten die Locals. Das seht ihr aber später im Video. Frühstück habe ich mir hier eine Omega-Platte bestellt, also es sind hier irgendwie Sardinen und 4 Eier, ein bisschen Tomate, Avocado, Ja, okay, Taste, komm. Sauerteigbrot. Rein da jetzt. Wie Eier schmecken, das wisst ihr ja, aber die Sardine macht mich an. Kombine ich hier mit so ein bisschen Avocado. Habt ihr nicht in Polen immer? Da auch immer. Ja, so ähnlich. Ja. Da gab es immer so viel Sardinen, so eingelegte Fische. Deswegen geht voll klar. Da meine Supplement-Vorräte auch leer gegangen sind, beziehungsweise kein Omega mehr da ist, muss der Fisch somit in Nahrungsform supplementiert werden. Du brauchst halt den Roh-Omega-3. Ja. Das Sauerteigbrot ist sehr gut hier. Das Salat hier braucht kein Mensch eigentlich. Ist nur zur Deko da. So ein Kaliczynski-Ding, oder? Ich meine, bei Kai ist auf jeden Fall auch nicht so viel Grünes zu Hey, und finden. ich hab's predicted. Ich hab gesagt, er kommt hier rein, bestellt sich Eier, Brot und Pancakes. Mehr braucht es nicht, um den Mann glücklich zu machen. Aber es kommt noch was. Deswegen, wir legen mal hier los und sehen uns zum Nachschlag wieder. So, Nachschub. Nachschub, ja, das ist deins. Das ist mein Pudding. Das reicht mir ja vorne und hinten nicht, das Ding. Das ist hier Haferflocken mit Mandelmilch, Banane, Mango, Honig, Rohhonig Sehr gut. und Peanut Butter. Ja. Es sollte genug Power geben, auf jeden Fall, für die Rückeneinheit, die ansteht später. Fisch ist echt geil. Ihr habt 2019, als ich in der Schweiz gewohnt habe, jeden Morgen Fisch mit Weißwaffeln und Tomate gegessen. Ein ganzes Jahr lang durch. Das ist auf jeden Fall wild. Ich weiß nicht, wo mein Quecksilbergehalt im Blut da war, aber die Pro-Card gab es. Sorry. Jetzt, Markus, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Die Pro-Card gab es trotzdem dann. Also, ich habe hier die mediterrane Platte bestellt. Oliven und Hummus, Genau. Pommes, Dazu den Chia-Pudding.
Und es gibt einen Matcha Coconut Latte und einen Green Detox, den ich bereits getrunken habe. Ja, absolut Berlin. Berlin in der Nutshell. Ich werde aber noch ein Brot brauchen. Aber es sieht auch voluminöser aus, wie es dann ist. Die Haferflocken sind so flach in der Schale und mit dem Salat, den Tomaten und so. Ja, geht's. Also viel wäre jetzt irgendwie ein halbes Kilo Nudeln mit Rind. Oder nochmal ein Babyhuhn. Ja, boah, das war gut gestern. Ein guter Kaffee am Morgen betreibt bekanntlich Kummer und Sorgen. Beziehungsweise es schmeckt einfach extrem gut. Was hast du denn da drin? Das hier ist jetzt ein Iced Cappuccino. Es geht doch nichts über unsere klassische 7-Eleven Pre-Workout-Routine, oder? Ist das wieder Red Bull X Craig Ich wollte gerade sagen, Koffein brauchen wir heute keinen mehr. Die 2 Kaffees haben auf jeden Fall ihre Arbeit getan. Aber ich brauche noch meine Cheese Ham Sandwich, das ist ja ein Full Day of Eating. Nicht dein Ernst. Und ich brauche noch meine Elektrolyte. Davon muss ich mir auch noch ein Big Pack mit nach Hause Hey, nehmen. ich habe schon einen 6er geholt. Echt? 6 Cent Sachen, ja. Beste Also Mann. falls du nur eins brauchst. Das ist der Vorteil, das bessere Riechsalz. Das thailändische Riechsalz. Ja, das ist geiles Zeug. Das habe ich auch immer griffbereit natürlich. Tatsächlich. Das hier, und wie mein Bruder auch richtig sich informiert hat, das meiste Wasser ist hier tot. Sprich, man muss hier noch mehr auf seine Elektrolytzufuhr achten. Und wir als westliche Gesellschaft im warmen Land umso mehr. Ich habe hier immer vermehrt ein bisschen Kopfschmerzen gehabt, ein bisschen Krämpfe. Und das sind auf jeden Fall Anzeichen dafür, dass nicht genug Elektrolyte drin sind. Noch ein geiler Geheimtipp für alle, die in Zukunft nach Thailand reisen. Singa. Ja, das ist geil. Ist auch Zuckerfrei und schmeckt echt geil. Eben. Ist auch eine Biermarke, oder? Ja, wir machen auch Wasser. Gibt auch Bier, gibt auch Wasser davon, aber dieses Zero-Calorie-Ding ist auf jeden Fall unschlagbar. Gelb ist mein Favorit. Grün und Rot sind auch nicht schlecht. Aber könnt ihr mal reingehen in das Ding. Die Sektion meiden wir heute. Alter, wie viele verschiedene. Und die haben so richtig Energy Drinks noch so in der 2000er Optik. Das ist so. What the fuck, denkst du dir dann nur. Aber die Thais trinken das viel und gerne. Deswegen sind die so freundlich. Das ist ein Problem, Alter. Ne, hier gibt es nicht. Wo ist mein Vitamin C? Hier. Ich nehme gerne auch eins. Spasiba. Spasiba? Das ist doch witzig. Nächst. Ja. Ich bin auch zur russischen Community jetzt. Und ich nehme im Wasser mit, weil Schwabe wie ich bin, gibt es das hier für 14 und im Gym für 20. Haben wir schon ein paar Groschen gespart. Ach du Schande. Verkauft. Das geht ja gar nicht. Heute steht Rücken auf dem Plan. Musst du das Croissant-Sandwich, ne? Muss ich wohl das oder das Triple Cheese nehmen. Ja. Ist nicht das Original, aber das ist auf jeden Fall auch kalorienreich. Nicht, dass das jetzt was im Training ändern würde, aber es ist ein Ritual. Heute die Croissant Edition. Oh ja. Die ist nochmal schön öliger. Geil. Schön Salz ins System, Salz und Fett. Es gibt einen guten Pump. Das ist auch eine geile Kombo aus dem Drink. Thank you. Das ist so eine Fanta. Oder Orangina. Ja. Ja, das andere ist schon besser. Das klassische. Ja? Kann ich auch nicht viel rausdrücken. Naja. Alter, echt? Lebende Legende, Alter. Und mit uns? Oh ja. Ja, alles klar. Ja, kommen wir noch von dem Boss. Ja, wir gehen jetzt. Ja, okay.
Represent. Ich hab's letztes Mal schon auf der FIBO gesehen. Ja, Ich hab Bilder gemacht, ja. sehr geil. Richtig nice. Wie lange bleibt ihr noch? Noch bis übermorgen. Ah, geil. Geht ihr noch auf Kopangan oder? Bester Kameramann. Danke dir. Freund, Bruder. Geiles Shirt, Alter. Ja, Mann. Zeig mal den Club von hinten. Jawohl. Ja, ich bin noch zufrieden in der 3 Wochen. Player. Wir sind jetzt noch gekommen. Wer weiß, wie es läuft. Ey, so geil. Viel Spaß euch, Euch gell? auch, Alter. Danke, ich auch. Bleib so wie du bist, Alter. Macht's gut. Ja, gemacht. Viel Spaß noch, ey. Ich auch. Viel Spaß noch. Mach's gut, ja? Gute Heimreise dann, ey. Macht's gut. Ja, ja. Ciao. Ciao. Hau rein. So klein ist die Welt, ne? Hast du doch bestellt? Ja. Du alter Skripter. 50 Euro gibt's später dann für das Mike Shirt. ist morgen extra noch eingeflogen oder was? Ja. Ja? Normal. Geile Typ. Ja. Jetzt nachher noch auf die Partymeile bei denen. Safe. Ja, 100%. Schön. Oh, ist geil. Gute Vibes. Alter, Represent. Wo ist dein Shirt heute? Normal habe ich das immer in vierfacher Ausführung oder in 4XL von ihm, aber geht schon. I'm Archie, nice to meet you. Could you please take a photo? Sure. Thanks, bro. 2, 1. Alright. Perfect, thank you so much. Nice, Thank have a you so good one. much. Wo warst du denn? Ich hab geschlafen. Ja, Ich war müde, ja. sehr gut. So, habt ihr gut Party gemacht gestern? Mehr oder weniger, ja. War schon eher gemütlich und wir waren halt essen und dann sind wir danach noch ein bisschen nach Jaring. Aber wer feiern kann, der kann auch trainieren. Ja. Beste. Ich wollte dir jetzt eigentlich mal zeigen, wie man richtig Rücken trainiert. Ja. Ah, scheiße. Ja, ich hatte Angst vor dir, deswegen bin ich ein bisschen später gekommen. Christian, Hey, Markus. also pass auf, ich habe jetzt noch eine Idee. Ja? Also, du machst mir ein Autogramm von Ja. dir an der Körperstelle. Ja? Wenn ich das tätowiere, Ja. dann folgst du mir bei Instagram. Ja? Ja, Nein. na klar, Digga. Pass auf, ich schick's deinem Bruder als Beweisfoto. Okay, der folgt mir bei Insta. Ja. Wirklich? Okay, wo willst du die Stelle? So über deinen Sack. An die schönste Stelle. Also wenn wir das jetzt ausblenden, wo dann? Die werden mal sehen, wenn sie dazu gegangen sind. Das muss ja auch irgendwo passen. Du hast ja schon schöne Tattoos. Vielleicht auf die Wade irgendwo. Auf die Wade. Dass du auch mal so stabile Waden kriegst. Weißt du, geil wäre hier. Ja. Okay. Okay, also sollen die mir jetzt ein Edding geben? Ist das abgemacht? Das ist abgemacht. On tape? Wir haben es on camera. Hey, Also. du siehst das, wenn ich dir schicke. Ja, 100%. Ja, ursprünglich haben wir Christian in einem Spa hier auf Samui kennengelernt. In der Sauna. Ja, in einem Spa, wo wir auch waren zusammen, nach deiner Ankunft. Und dann gibt es halt ein Eisbad und dann saßen wir alle im warmen Pool natürlich und haben philosophiert über das Eisbaden etc. Und dann meinte Christian, ja gut, wenn ich 6 Minuten, wie viel? Ja, über 4 Minuten schaffe im Eisbad, haben wir eine Wette gemacht, dann folge ich ihm auf Instagram. Christian geht ins Eisbad rein. Christian, wie bist du nochmal ins Eisbad eingestiegen? Ich erkläre den Leuten gerade, wie die Wette eigentlich ursprünglich zustande kam. Über 4 Minuten, er ultra selbstbewusst, geht auf das Eisbad zu, steigt rein. Oh ne, das geht nicht. Du hast gesagt, 30 Sekunden. er hat gesagt, wenn ich 5 Minuten Ja, schaffe, stimmt, 5 Minuten. dann Folge ich ihm auf Instagram. 90 Sekunden habe ich geschafft. So, Urs, also hier ist der Stift. Ja, dann leg dich mal hin hier. Muss ja auf der Höhe von dem hier sein. Das kommt fresh. Okay? Alter. Ab zum Maori. So, ab zum Maul. Und Kai schicke ich's als Beweis. Okay. Ich lass mir das heute stechen. Bitte Beweisfoto schicken dann. Ey, auf jeden Fall, aber ich muss es ja zu Kai schicken. Alter, ich dachte, ihr seid irgendwo bei 21 Meter Tiefe. Nicht mehr hochgekommen. Ein paar Tage gedauert, ey, alles gut.
Da war Tiegen ab beim Tauchen. Ja, tiefer als 5 Meter war nicht drin. Wir haben abgebrochen. Ja, Klassiker. Wegen mir oder wegen mir? Schon wegen mir, schon wegen mir. Ja, ich sag's dir, ich hab diese Saison nicht mehr. Das ist fast wie zu Hause, ne? Ja, das ist ein nice Gym hier. Ich mache heute ein kleines Kontrastprogramm. Nachdem wir gestern ein ziemlich, sagt man eigentlich Oldschool dafür, dass dann eigentlich, wenn ein Gym immer nicht so nice aussieht, dann heißt es immer gleich, das ist ein Oldschool-Gym. Nett verpackt. Das ist voll die Beleidigung. Es gab auch früher Oldschool-Gyms, die schön waren, by the way. Und das wird in 20 Jahren auch ein Oldschool-Gym sein. Und was für Maschinen werden wir eigentlich in 20 Jahren trainieren, frage ich mich immer mal wieder. Guck mal, wie die Vielleicht machen wir doch alle Trainingskultur... Zumba dann. Ja, hoffentlich. Mit mir als Instructor. Guck mal, wie das geschiftet ist von dem Training von vor 20 Jahren, also gerätetechnisch zu jetzt. Frage ich mich schon manchmal, wie wird es dann noch mal in 20 Jahren sein? Wir machen Rücken, es ist erstaunlich leer. Hätte ich das mal früher gewusst, im Urlaub. Dass es aber ein bisschen später geht. Aber ja, wahrscheinlich sind nur Profi-Bodybuilder so behindert und gehen in der Mitte des Tages trainieren, wenn andere zum Strand gehen oder so. Aber zum Beach wollen wir auch noch, deswegen gibt es eher so einen Urlaubspump. Ziehen das Ding gerade hier dran. Ich dachte, probiere es mal damit, das fühlt sich sehr gut an. Man mache ich ja mit dem Kabel immer, wisst ihr ja. Aber ja, wir machen es halt mit der Stange. Witzige Leute habe ich hier kennengelernt. Wie jetzt auch draußen eben. Ich weiß nicht genau, was das ist. Vielleicht könnt ihr es mal reinschreiben, wenn ihr auch das gleiche Gefühl habt. Aber vielleicht ist man selber auch netter im Urlaub oder offenherziger, offen kommunikativer. Und das ist total krass, wie man eigentlich immer gleich mit Leuten so interagiert. Gerade auf den Sofas, wenn man draußen sitzt. So, man labert immer mit jemand. Und wenn ich mich jetzt so an den Bunker in Berlin zurückerinnere, da war auch die Couch im Eck und so, hat man kaum miteinander geredet, außer dann irgendwann so, wenn man sich das 10. Mal gesehen hat. Deswegen sind schon coole Kontakte hier auch entstanden. Der ist auch cool, der lange. Guten Wald. Mir ist ja eigentlich aufgefallen, dass deine Videos hier laufen im Gym. Ja. Es war eines Tages, lass mich nicht lügen, 2. oder 3. Training und da oben lief die ganze Zeit nur Bumstead. Und vor allem nur ein Video irgendwie die ganze Zeit durch. Danke dir. So einen Bruder braucht man. Mhm. Und dann irgendwie war auf einmal habe ich mit dem Tobi die Arme trainiert, Tobi Aesthetic von ESN, und dann kam auf einmal ein Video von mir. Ich dachte mir so, Alter, weil es gibt eine Sache, die ich gar nicht mag, das könnt ihr aber vielleicht relaten, der ein oder andere, so wie mit Sprachnachrichten. Ich kann mir keine Sprachnachrichten von mir selber anhören und ich hasse es auch, Videos von mir selbst zu sehen. Also ich finde es dann cool, so zu sehen, was Markus am Ende so aus der Situation in dem Schnitt dann gemacht hat. Das finde ich schon dann immer lustig und schaue ich mir an. Aber wenn ich so einen Redepart habe, so wie das jetzt wahrscheinlich, weiß ich nicht. Das fühlt sich komisch an. Ich trinke auf jeden Fall zu wenig. Das fällt mir hier stark auf. Wenn du so deine gewohnte Umgebung hast, deine gewohnte Routine, dann trinkst du schon mehr. Komm. Kämpf. Sauber. Komm. T-Shirt wieder angezogen? Ja, ist zu kalt hier. Ich würde euch gerne die Bewegung der Muskeln zeigen, aber ich
ich glaube, ihr könnt verstehen, dass es wichtiger ist, jetzt sich nicht zu erkälten. Ja, du musst ja auch noch fleißig essen heute. Ja. Wollen wir wissen, was du isst? Ja, auf jeden Fall. Ich muss mir auf jeden Fall eine Ibuprofen abchecken, weil ich Kopfschmerzen habe. Bei der Übung muss ich immer an David Hoffmann denken. Liebe Grüße, falls es die Reaktion gibt. Der hat die Hammer Strength High Row immer so richtig schön gerupft. To mentor, to inspire people. We want to inspire people of the planet. Ja, das habe ich heute nicht geschafft. Ja, was los? Wir sitzen hier. Warte. Ich will jetzt hier oben links den Pinguin einblenden. Also gib mir einen Spruch. But why? Ja, der Pinguin ist legendär. Den müsst ihr euch reinziehen. Der thinkt outside the box. Ja, aber ich bin so ein bisschen down. Es wird sich gleich wieder einpendeln. Aber ich habe zwangsweise das Training abbrechen müssen. Ich habe, als wir hier draußen ein bisschen rumgeblödelt haben, schon gemerkt, so, irgendwie habe ich so einen Druck auf den Augen oder überm Auge. Und das, dann weiß ich immer gleich, oh, okay, da ist was los. Als Kind hatte ich immer Migräne, also richtig starke Migräne. Wer das auch hatte, mit Aura und so. Ich fühle euch. Hatte ich auch. Ist jetzt auch eigentlich vorbei, habe ich gar nicht mehr. Aber manchmal stehen die Sterne und der Mond wahrscheinlich so allein, dass ich dann doch Kopfschmerzen habe. Mein Bruder war dann so lieb und ist aufgebrochen und hat Schmerztabletten in der Apo geholt, habe ich mir jetzt eine reingezwitschert und habe mich hier ein bisschen in die Waagrechte begeben. Die wirkt jetzt auch ganz gut, jetzt geht schon wieder besser. Aber ich denke mir so, ey, und das will ich euch, also Markus hat gerade gefragt, ey, willst du es reinnehmen oder nicht? Habe ich gesagt, doch, ich will es reinnehmen, weil ich das euch auch immer wieder mal zeigen will, ey, auch ich breche manchmal ein Training ab. Das ist mir damals mit Dennis schon passiert, wo es mir nicht ganz gut ging, ich nicht ganz auf der Höhe war. Und ja, hätte jetzt auch keinen Sinn gemacht, mit Kopfschmerzen trotzdem durchzuziehen. Das ist dann immer so ein Kampf gegen sich selbst, so, aber eigentlich sollte man in sich reinhören und wirklich sagen, ey, geht jetzt oder geht nicht. Habe ich gemacht. Und lieber brichst du deine Session ab und du kommst morgen wieder und nimmst das Ding richtig auseinander, was auch der Plan sein wird. Oder du ziehst halt ein halblebiges Training durch, was dir dann einerseits nicht das bringt, was du dir erhofft hast, und zweitens ist voll der Pain ist, das durchzuziehen. Deswegen lieber eine Flasche Wasser holen, das Problem beheben, heute nochmal gut essen und dann morgen das Ding abschießen. So sieht's aus. Wir steuern jetzt auf jeden Fall ein Restaurant zu. Jetzt geht's, wie anfangs das Video schon erwähnt, mehr in die Thai-Küche. Deswegen. Und wahrscheinlich nicht nur einmal. Nicht nur einmal, auf jeden Fall. Also ich habe mir so einen groben Plan zurechtgelegt, dass ich auf jeden Fall noch zweimal mindestens essen muss, eher dreimal. Dass ein Mango Sticky Rice noch mal reinfliegen muss, weil ich muss euch meine Top 3 Gerichte zeigen. 2 davon können wir jetzt schon abdecken und 1 müssen wir noch auf den Markt. Und dann würde ich gerne noch so eine Entspannungsmassage machen. Das wäre auch gut. Wir sind hier beim Schuppen direkt neben dem Gym und nach der Bestellung steigt meine Laune auch schon wieder ein bisschen an. Das Thai-Essen werde ich echt vermissen. Ich habe jetzt mal meine Top 3 Gerichte für euch bestellt, die ich fühle mich wie so ein kleiner Thailand-Tour-Guide. Wir haben jetzt einen Travel-Kanal, vielleicht in Zukunft, wer weiß. Aber das sind so die Top 3, die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen will, und auch genauso Restaurants wie die hier. Die noch schäbigeren Buden sind eigentlich auch genauso gut wie hier.
Wichtig ist nur, dass keine Tür da ist und diese Plastikstühle. Ich müsste mir jetzt einen Holzstuhl holen, weil ich den einen Plastikstuhl schon demoliert habe. Und weil mein Arsch nicht in diese... Also das ist total unschillig. So, jetzt geht's los hier. Jawohl. Wir haben hier das Pad Krapau. Das ist mein absolutes Lieblingsthaigericht. Das ist gehacktes Huhn mit so einem Thai-Basilikum. Ja, a little bit spicy, a.k.a. Voll spicy. voll spicy für uns westlichen Angesiedelten. Obwohl, Moment, Full Spicy wäre, wenn du dieses kleine Baby da noch reinkippen würdest. Ja, das wäre wahrscheinlich. schon asozial. Für die ist das so ein kleiner Dip, weißt du. Und ja, das ist, hat einen extrem geilen Geschmack einfach. Sehr bekömmlich, geht gut rein. Wird dann mit Reis und einem Ei kombiniert. Manchmal auch mit 3 Eiern. Und 3-mal Reis. Ja, und 3-mal Reis. Auch die Tomka, was du dir bestellt hast. Auch das Garlic Chicken von Kai. Schon 1A. Das Coole ist auch in Thai-Restaurants, das ist nicht wie bei uns in Deutschland, dass das Essen gemeinsam gebracht wird und irgendwie auf die Reihenfolge geachtet wird. Manchmal liefern die mir auch den Mango Sticky Rice als erstes, dann kommt 20 Minuten nichts und dann kommen die anderen Gerichte. Also ja, dann fängst du halt mit dem Süßen an. Auch nicht schlecht. Das ist meine zweite Leibspeise. Panang Curry. War nie der Curry-Fan, dann habe ich es hier dank Colin, liebe Grüße, probiert. Mit dem stand ich vor 10 Jahren auf der Bühne zusammen und der hat mich geschlagen. Also dachte ich mir, der weiß bestimmt, was gut schmeckt. Wohnt jetzt mittlerweile hier in Koh Samui. Und ich finde das Gericht richtig stark. Ja. Und das dritte Gericht ist dann der Mango Sticky Rice. Den kriegt ihr danach zu sehen. Unfassbar gut. Und falls es dann doch zu scharf ist, gibt es auch immer so Gürkchen, die das Ganze dann wieder ein bisschen runterbringen. Weil manchmal gehen wir und sagen little bit spicy. Und dann weißt du aber, was little bit spicy ist. Ah. Guten Tag. Der ist natürlich auch extrem Baba. Jetzt müssen wir aber schnell machen. Sonst essen die Fliegen hier unser Essen. Das ist aber keine BCAAs. Ne? Das ist gute Honig. Und schon sind wir bei Nachspeise angekommen. Guck mal, wie das sich anlacht hier. Mit Smiley. Mit Smiley. Thais sind einfach geil. Hier haben wir die Kokosmilch, warm. Dann muss man unten den Zucker ein bisschen rauskratzen. Oh, jetzt lässt du das hier ganz saftig rüber. Über den Reis, ein bisschen hier auch noch eine Runde über die Mango. Und ihr merkt, wenn die euch mögen aus dem Laden, dann geben die eine ganze Mango. Sonst gibt es eine Hälfte. Aber es gibt auf jeden Fall noch einen krassen Spot. Der hier ist schon gut, der Sticky Rice. Aber auf dem Markt, wo wir später hinfahren, ist der noch besser. Und dann müsst ihr das so ein bisschen vermischen. So schön kann Leben sein, ha? Sonnenuntergang am Meer. Da drüben ein Massagestand. Ich glaube, da gehe ich jetzt mal vorbei. Leg mich ein bisschen auf die faule Haut. Ja, 1 Monat. Fressen, schlafen, trainieren. Ging hier ab in Thailand. Also Urlaub für mich sozusagen. War schon auf jeden Fall eine sehr erntevolle Zeit, oder wie sagt man? Hat auf jeden Fall gut Früchte getragen. Ja. Geiler Vibe gerade hier. Ich hoffe, die Leute spüren diesen Vibe. Meeresrauschen zu beruhigen.
habe ja daheim den Ventilator zum Einschlafen. Ich glaube, die nächsten Monate habe ich die Meeresrauschen-Playlist. Wie geil ist es, sich es ja jetzt zu massieren zu lassen. Bei dem Meeresrauschen. Joghurt? Wie gut da? Chile? Ja. Gut. Wie klein die sind. Sind halt alle so leicht. Mi Pumpui. Ui. Mi. เป็นว่ามันปุ่มปุ้ยเป็นว่าเขาปุ่มปุ้ยล่ะบิ๊กเลยล่ะ Big Pumpui. บิ๊กปุ่มปุ้ย In solchen Situationen würde ich so gern Thailändisch verstehen. Jedes Mal, wenn ich in so einen Laden komme, wird gelacht, gekichert und irgendwas geredet. Genau das will ich verstehen. Bucht ist schon schön, ja. Da drüben ist eine Insel mit einem Ressort und einem Hotel. Da kommst du nur mit dem Boot hin oder wenn Ebbe ist. Dann kannst du da rüberlaufen.มาเถิดแน่ๆนี่เด้อ Oh. แล้วก็เป็นหัวถ่ายรูปนะลูกใกล้ถ่ายย่ายสำลีนะเด้อมันร้อยมากสิให้ย่ายสำลีไปขอกราบมันสิ Nee, 130 Kilogramm. But okay, but do up. Ja. Wow, chỉ có quàm cấp nắng rồi. Wow. Làm mày đi cái bài này đây đúng không? Đã khai khai cho vào. Phải một cái ông tên này. Geil. Herrlich. Kurze Abkühlung im Meer nach einer geilen Massage. Abtrocknen, Buchse aus, normale Hose an und dann ab zum nächsten Foodspot. Ich glaube kurz auf dem Markt. Ich musste auch noch mal den Sticky Rice kosten und dann noch mal ein schönes, oder was heißt schönes, in ein nicht schönes, aber geiles Restaurant mit guten inneren Werten. Darauf kommt es an. Genug Cardio für heute. Hallo Leute, Auch mal da. heute in einer neuen Folge bei Probo Lifestyle. Heute in einer neuen ganz geilen Serie. Und zwar sind wir hier ganz geil vor dem Koh Samui Restaurant. Misha, was sagst du denn dazu? Geil. Bombenrestaurant. Da waren wir am ersten Abendessen tatsächlich. Wir mussten nur noch eine Nacht spontan überbrücken im Hotel. Haben uns ein Bett geteilt und das Hotel war da drüben. Gell? Das wär jetzt so einen Monat später checkt man die ganze Infrastruktur und da hat es sehr gut geschmeckt. Und da gehen wir jetzt rein. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, bestelle ich immer 2 oder 3 Sachen. Das war unser Flieger morgen nach Bangkok, den wir noch nicht haben. Also von dem her, ja, um das Ganze organisatorisch gut zu regeln,
nehme ich immer 2 bis 3 Mahlzeiten in einer sozusagen. Dann müsst ihr nicht 8-mal am Tag irgendwo anhalten, sondern halt nur 4-mal. Chopatra Pao Chicken. Fried egg? 2 Egg. Ja, das halbe Menü gab es nicht. Dann haben wir uns mal untypischerweise Tourifroise für eine Partei entschieden. Very, very strong. Yeah, but You're my friend, huh? yeah, be friend. What's that? Banana? Banana shake? Banana shake. Sonst sehe ich dich immer auf YouTube. Freut mich. Ja, cool. Ich hab doch gesagt, dass ein Deutscher ist. Den Deutschen kann ich riechen. Nein, Schweiz. Ja. Aber Oh, nein, das ist Spaß. nein, ich stehe voll auf den Scheiß. Geil. Und Markus, ja, ich stehe Ja. Markus, ja. Geil. Gut da, alles Wohnst du gut. hier jetzt? Zurzeit, ja. Geil. Ja, man sieht es an deiner Hautfarbe. Ich bin schon 2 Monate. Ja. Ist ein bisschen Schweiz untypisch. Ganz geil. Ja, Bananenshakes erinnern mich an die Kindheit, wo Mutter immer die selber gemacht hat. Schön die Milch rein, dann 18 Bananen. Da wurde ja wieder mal was aufgetischt. Zuerst mal die Limone drüber gesqueezed. Das kennt ihr ja, wenn ihr aufgepasst habt. Tamarindensoße heißt es. So nudelmäßig. Ein bisschen Tofu. Da wo es hingehört oder was? Ex-Veganer hier, nimm deine Phytoöstrogene zu dir. Spaß. Ein paar Erdnüsse. Das Ganze abzummern. Symbolisch. Diesmal aber mit 2 Eiern. Genau. Digga, ich hab, weiß auch nicht. Guck mal nochmal. Ja. Und vergleich das mal für die 1,60 Euro, die du hier zahlst, mit denen in Deutschland 12 Euro Tom Kha Gai. Da hast du vielleicht 2 Scheiben Chicken drin. Sonst nichts. Also Suppen sind hier schon auch geil. Is you? Yes, this is me. Oh, superstar. Can I make one picture? Of course, yes. When you finish this. Okay. Okay. Yes. Oh. Can we see? Can we see? Hey, hat mich gefreut. Mach's gut. Danke dir. Danke, ciao. Alles Gute. Ciao. Die haben nicht gespart an der Portionsgröße. Das ist der Kamerabonus. Aber Alter, ich komme mir immer so schlecht vor. Markus hat noch nicht mal seine Suppe gegessen. Ja, ist gut. Kai isst noch sein Meal. Ich habe 2 Teller schon weggegessen. Meinen Shake getrunken und ist jetzt hier den Sticky Rice. Okay, and with you then. You may try it. Oh, first. Yes. Okay, yeah. You do like this? Look at my... Không cứ cả anh đi đây kìa. À cứ đi đây. You won, you also. Very good. Ach, ich habe auch noch ein Bild. Geil. Das müsste ich filmen. Kommt der ganze Plan, ja. Superstar Cup. Der ganze Plan. Und bei euch so? Herzlich willkommen aus Thailand. Spaß mit dem Video.
Jetzt ab, Digga. Die Ausrichtung. Hey, guten Tag. Of course, I stand up. For 1 month now. Yeah, but we fly back tomorrow to Germany. Okay, it's been good. Yeah, it was amazing. Yeah. I want to stay here, but I know. Us too. you come here often? We've been to Thailand once or twice. Dankeschön. Ciao. Was war denn das hier, Alter? Das war mal wieder der Gorilla im Zoo-Effekt. Ja. Ab nach Hause erstmal. 1-2 Stündchen hinlegen und dann ziehen wir nochmal los. Dieser Blick zu Kai. Wird gemacht. Der Kai ist krass, der achtet schon drauf, dass ich hier genug esse. Die 133 Kilo kommen ja nicht von irgendwo. Das ist die Kalecinski-Mast. Jungs, was geht? Oh, ist ganz schön dunkel geworden. Was geht ab? So geil, Conor McGregor explains why he sends autographs to resellers. They're collecting cash. If they go to the hassle of standing outside in the cold. Ja, schon ein geiler Macker. Aber was sagt ihr zum besten Hintergrund 2026? But why? Der hat's mir überall getan. Der Pinguin. Ich muss mir die Doku auch reinziehen, wenn ich zurück bin. Ja, wir haben kurz Pause gemacht. Ja, das But why, das frage ich mich auch. Ich könnte mich jetzt schlafen legen, aber das machen wir nicht. Weil Wir fahren jetzt verdammt nochmal da runter und essen noch irgendwas. Ein paar Proteine brauchen wir noch, ein paar Kohlenhydrate. Aber seit ich die Diabetes habe, ist es schwierig mit dem Carbs. ja, das war früher schon noch einfacher, sag ich, wie es ist. Ja. Ja, früher hat man das Ganze auch nicht so verkompliziert. Man ist ins Training gegangen, hat gedrückt. Ja, und dann war es das halt. 200 Kilo auf der Bank, 3 Wochen vor der Oberwahl. Habe ich auch noch Frontkniebeuge? Ja, ich glaube 200 habe ich da gebeugt. Ich sag mal so, okay. Der Waist Trainer ist nicht da, um die Waist schmaler zu machen. Weißt schon? Ja, Mann. Sondern der ist halt da, um die Spannung im Muskel zu halten, okay? Habe ich 6 Stunden nichts getrunken. Habe ich 3 Tage lang nichts getrunken. Der hat gesagt, trink einen Schluck Wasser. Habe ich nicht gemacht. Kopf und Kap. Viel zu viel Eis. Ja, zur späten Stunde gibt es jetzt nochmal eine Ladung Chicken und eine Ladung Reis. Wir haben hier Satay-Spieße. Die esse ich in Deutschland eigentlich nicht so gern, weil das sind immer ultra trocken. Ja, wir in dem Fall auch. Hat Spaß. Ja. Wir hatten schon saftigere, aber die sind auf jeden Fall not bad. Die werden sich hier einverleibt mit einem Mango-Shake. Beiden? Ja, denkst du denn? Ich dachte, du hast welche bestellt.
Ich habe auch Scrambled Eggs. Ah. Ich weiß nicht, ob die das verstanden hat. In Deutschland sagt man Rührei. Ja, ob die Scrambled Eggs oder 7 Eggs verstanden hat. Das ist halt auch die Genetik zum Essen. Wenn die fehlt, dann wird es auch schwierig. Weil das ist maßgeblich. Ja, Geheimtrick, um den trockenen Reis besser runterzukriegen, ist sich noch Eier zu bestellen. Dann vermischt man das Ganze hier so. Ein bisschen von der Peanut Sauce. Ich glaube, die hat bei mir verstanden, more spicy, ey. Das brennt jetzt erst richtig los. Aber es reinigt den Magen. 7-Eleven Delivery Bike. Dein neues? Das hole ich mir jetzt. Ich hoffe, ich sitze da drauf, guck mal, wie klein das ist. Erstmal eine Runde Tennis spielen gehen. Baba-mäßig. One Piece. Die musst du eigentlich Die essen. müsste ich essen. Ganz geil und auch ein bisschen gezuckert. Für 235 Nachos. Da unterstützen wir doch lieber Nestle. Das ist quasi ja Kultvariante. Oh, die Zero. Ja, die 0%er. Ich vertrage hier wieder Milch, deswegen. Das ist auch eine große Kaufempfehlung hier. 7-Eleven. Ehrlich Der jetzt? Mikrowellencake, ja. Pocket Sandwich. Nur das Innere vom Toast. Blueberry Cupcake. Das sieht ja wild aus hier. Nee, wer isst noch Cornflakes daheim? Ich glaube, meinen Zirkus. Ich glaube nicht, dass man so Die jongliert. Bananen sind schwierig. Die sind ja Pocket Sandwich. Also. Ich muss die Milch probieren mit dem Cupcake. Die 16 Gramm Zucker schmeckt ja gar nicht so gut. Aber wisst ihr, manchmal ist Zucker auch gut. Schiebt euch sowas von ins Carb-Koma. Boah, wenn du den auch wieder glänzen siehst hier. Bulltrick. Wundert mich nicht, dass es hier so viele 7-Elevens auf der Insel gibt. Wenn die ganzen zugekifften, übergewichtigen Leute nachts noch einen Snack brauchen. Damit bin nicht ich gemeint. Ja, aber das kann jetzt nicht die letzte Mahlzeit sein. Da kommt noch was. Ich habe noch einen Zwischensnack. Also, wir sehen uns zu Hause. Wir haben 1:04 Uhr. Ja. Und das heißt, es gibt noch einen Late-Night-Snack. Markus hat sich im Ernst diese Scheiße gekauft. Ja, der war gar nicht so schlecht, Mann. Kein Protein. Am Matcha 31 Gramm Protein für die 31er. Das 31er Getränk für alle Hunde. So. Cereals. Man nimmt den Scoop Protein. Das ist Rich Piana auch gemacht. Eine Legende. So. Könnte man noch ein bisschen einweichen lassen. Aber hier werden noch so 2 Boxen weggehauen. Also jetzt ernsthaft, du willst noch essen? Ja klar, Heute Abend? er muss es rein in den Tank. Bei dieser wunderschönen Cereal Bowl verabschiede ich mich heute vom heutigen Tag. Ich danke euch allen für den geilen Support auf YouTube im neuen Jahr und die Unterstützung bei meinen Partnern ESN, Young LA, neuerdings auch Prep by Meal. Für alle, die geile Gerichte haben wollen, überall mit Code Polacco besten sparen.
und auf jeden Fall weiterkommen. In diesem Sinne, wir sind raus. Thailand, Edition Nummer 2, Kapitel 2. Bevor du jetzt verabschieden willst, wohlverdient. Ich habe schon verabschiedet. Gib doch mal eine Einschätzung, was meinst du, wie viel Kalorien man das heute? Wenn du jetzt noch diese 2 Packungen da von den Cerealien wegballerst. Oder ich weiß schon gar nicht mehr, was ich heute Morgen gegessen habe. Und das Krasse ist ja, morgen früh fängt der Spaß wieder an. Dann kommen wir in der Massephase in der Open. Jetzt gibt es ja immer noch ein bisschen Torte im Kühlschrank. Kinders, gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Ade.